Hello, so beautiful und frohes neues Jahr. Wir starten gleich mit dem Unboxing der Januar My Little Box. Diesmal nicht wirklich als Box. In das neue Jahr. Ich teile das Video in Kapitel, dann kannst du dich schneller zurechtfinden. Am Ende zeige ich dir noch die Highlights, die ich als Make-up heute trage. Absolute Favoriten. Mein letztes My Little Box Video war ein Livestream hier auf YouTube. Verlinke ich dir nochmal, falls du reinschauen willst. Und da habe ich euch dann auch gesagt, wenn es vielen Leuten taugt und ihr das richtig cool findet, dann mache ich das öfters. Zwar die Resonanz dann nicht ganz so groß und ich hatte einige Schwierigkeiten mit diesem Livestream. Erstmal die Qualität ist nicht so gut. Da muss ich das mit dem Handy machen. Natürlich gibt es dann auch keine Schnitte. Das macht es ein bisschen schwieriger im Dreh, aber gleichzeitig auch einfacher in der Produktion, ist ja klar. Aber ich habe auch festgestellt, dass viele von euch zu dieser Uhrzeit, wo ich als Livestream streame, natürlich nicht immer online sein können, ist ja auch klar. Deshalb mache ich das jetzt nicht mehr als Livestream, aber ich werde dieses Video wie einen Livestream aufnehmen und dann als Premiere hochladen, dann auch dabei sein. Das heißt, ich bin live dabei und kann eure Fragen live beantworten. Das ist dann eigentlich fast dasselbe, nur dass die Qualität hier besser ist, ich das Video auch noch etwas nachbearbeiten kann, dass ich langweilige Stellen einfach rausschneide. Aber ich werde nicht viel schneiden, ich werde es wirklich so wie ein Live-Unboxing halten. Die Dezember My Little Box habe ich leider nicht abgefilmt, also als Video oder Livestreams, sondern nur als Shorts, weil ich da leider krank war, wie sehr viele um mich rum und wahrscheinlich auch viele von euch. Also verlinke ich dir auch, kannst du auch gerne reinschauen. Und jetzt geht's aber los hier mit der Box, die diesmal keine Box ist, sondern ein Tuch. Auf dem Tuch in dem Paket drinnen war dieses Deckblatt. Der farbige Start ins neue Jahr ist wirklich gelungen mit viel Blau und Weiß. Passt ja zum Winter und zu dem Eis und Schnee, was hoffentlich bald mal wieder kommt. Weil Langlaufen ging noch gar nicht und Schlitten fahren. Also ich hoffe wirklich, dass wir noch ein bisschen Schnee mal wieder bekommen. Und hier heißt es, sie lehrt mich, dass die Welt dazu gemacht ist, sich auf sie zu stürzen und sie zu genießen. Und dass es absolut keinen Grund gibt, sich zurückzuhalten. Von Annie Ernaux. Das ist wirklich ein schönes Zitat. Hier drinnen gibt es auch viel zu entdecken und da lese ich euch erstmal den ersten Absatz vor. Wer Januar sagt, meint die Rückkehr der berühmten guten Vorsätze und damit unweigerlich auch das Comeback der Selbstbefehle. New Year, New Me. Wie wäre es denn, wenn du häufiger Nein sagen würdest? Deine Januarbox ist wie ein kleiner Werkzeugkasten, der gegen den Strom schwimmt. Vollgepackt mit Tipps für dein inneres Gleichgewicht, Inspirationen, die dich dazu verleiten, in den Wolken abzuhängen und die beste Version deiner zum Vorschein zu bringen. Lass uns gemeinsam sonnig, kreativ, kraftvoll in das neue Jahr starten. Hast du denn eigentlich Vorsätze fürs neue Jahr gemacht? Also ich muss sagen, ich habe es manchmal gemacht, manchmal nicht. Und am 31.12. saß ich da, habe ein paar aufgeschrieben und habe es dann wieder verworfen, also gelöscht wieder. Aber ich habe es im Kopf. Also die Sachen, die ich mir vornehmen wollte, die will ich ja auch wirklich umsetzen. Ob man da jetzt wirklich immer am 1.1. anfangen muss oder das kann man eigentlich immer machen. Es geht auf jeden Fall in dieser Januar-Box um dich, um mich, um jeden selber. Me-Time ist hier das große Stichwort, das heißt auch mal Zeit für sich selber zu nehmen und dieses auch mal Nein zu sagen, also auch mal für sich selbst was zu tun, wenn einem das besser tut. Hier sind Tipps für Me-Time und hier gibt es, hier geht es um die Accessoires für Me-Time, die sich hier in der Box befinden. Und jetzt machen wir sie gemeinsam auf. Also erstmal es ist ein Tuch, das ist handverknotet. Kann keine Maschine. Das bedeutet, hier saß jemand, der unsere Boxen verknotet hat, eingepackt hat und verknotet hat. Das ist mit den anderen Boxen wahrscheinlich auch der Fall. Natürlich sind auch die Schleifchen gebunden, aber das ist halt so liebevoll. Das sage ich jedes Mal wieder in jeder Box und das meine ich auch so. Wenn wir das Tuch jetzt öffnen, erkennen wir, dass es ganz schön groß ist und hier drinnen befindet sich, ja, es ist auch ein kleines Schächtelchen, einfach nur weiß und dann die ganzen Produkte drinnen. So groß ist das Tuch. Es passt farblich, habe ich ja schon gesagt, finde ich schon zum Januar, aber das Design gefällt mir nicht ganz so gut. Muss ich ehrlich sein, aber vielleicht gefällt es ja jemandem von euch, der das gewinnen will. Und da habe ich letztes Mal das Tee-Ei verlost. Und da habe ich einen ganz blöden Kommentar gekriegt, dass es so geizig von mir wäre, wenn ich Sachen verlose, die ich selber nicht haben will. Sehe ich aber nicht so, denn
ist es nicht schön, wenn es einem von euch sehr gut gefällt und ihr es dann haben wollt und dann gewinnen könnt? Also halte ich mich jetzt nicht für geizig und finde ich auch nicht blöd, weil ich kann damit halt nichts anfangen. Aber es wird Leute geben, denen gefällt das. Also deswegen, wer dieses Tuch gewinnen will, schreibt bitte einen Kommentar mit dem Hashtag Tuch. Und du musst öffentlicher Abonnent sein, dann werde ich das wieder mit dem Comment Picker raussortieren und den Gewinner live ziehen. Und ich wünsche euch ganz viel Glück dabei. Wie lange die Verlosung läuft, schreibe ich nochmal unten in die Infobox rein, aber auf jeden Fall mindestens einen Monat bis zur nächsten. Hier ist ein Säckchen wieder drinnen, das schauen wir uns zuerst an. Das ist dasselbe Design wie auf dem Tuch, nur ein bisschen heller. Damit ich extra nicht geizig bin und das auch nicht falsch rüberkommt, sondern ich möchte ja wirklich jemandem Freude machen, packe ich dieses Säckchen jetzt noch auf das Verlosungspaket dazu. So, und wir schauen mal, was da drinnen war. Das ist ein Après-Shampooing, wahrscheinlich wie ein Conditioner, der dann im Haar bleibt. Leider ist auf der Rückseite alles auf Französisch. Ich kann es echt einfach nicht mit dem besten Willen übersetzen. Das heißt Pink Paradise, 100 Milliliter Inhalt. Es riecht sehr nach Zitrone, Grapefruit oder Orange. Und hier ist drinnen Jojobaöl, Pampelmus Rosé und Amande Douche, weiß ich nicht, was das heißt. Es ist vegan, tierversuchsfrei, ohne Silikone. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. 3 Sachen sind hier noch drinnen und wir nehmen erstmal das Fläschchen, weil das mich so anlacht. Hier heißt es Slow Day Relax Lavender Sash Body Lotion. Wahrscheinlich mit Lavendelgeruch. Und hier heißt es auch 100% recyceltes Plastik an der Verpackung. Finde ich sehr, sehr gut. Da sollten Sie mal wirklich die Hersteller alle mehr drauf achten. 99% natürliche Inhaltsstoffe. Und hier in dem Heftchen steht auch was. Also da hat anscheinend nicht jeder hier jetzt dieselbe Bodylotion erhalten, weil hier gibt es auch noch Rosmarin, Mandarine und Pine und Bergamott. Und ich habe Lavender und Sage. Oder Sage, keine Ahnung. Riechen wir mal da dran. Pumpspender finde ich auf jeden Fall immer sehr toll und luxuriös. Ja, sehr, sehr lavendelig. Ich finde aber auch, es riecht nach Bergamotte. Also, obwohl das jetzt nicht draufsteht. Lavendel, Bergamotte, Zitrus. So würde ich das jetzt betiteln. Riecht sehr nach Wellness-Anwendung. Also, das kann ich mir nach einem heißen Bad, bevor man in den Schlafanzug schlüpft, kann ich mir das wirklich gut vorstellen. Weil die ätherischen Öle da natürlich auch dem ganzen Geist richtig gut tun. Fühlt sich schön an, ist aber jetzt noch nicht eingezogen. Also, es fühlt sich auch ein bisschen ölig an, aber wenn ich mehr massiere, zieht es sich immer mehr ein. Also das ist auf jeden Fall der Fall. Es ist immer noch ein bisschen da und wird aber trockener. Also fühlt sich sehr, sehr weich ein. Nicht, dass ihr jetzt denkt, es fühlt sich schlecht an oder so. Jetzt ist kein Film mehr oben drauf zumindest. Also man muss das schon ein bisschen massieren. Das kann man nicht einfach nur draufcremen. Riecht sehr angenehm, wirklich. Also wenn es da auch verschiedene Gerüche gibt, dann bin ich auf jeden Fall, machen wir es wieder zu, auf jeden Fall mit meinem sehr, sehr zufrieden. Gute Wahl für mich getroffen. 2 Sachen sind noch da. 3. Schau mal, das ist noch da. Machen wir das erstmal auf. Happy Reminder steht hier hinten drauf. Oh, süß. Hier ist ein goldenes Anhängerchen an einem Armband und hier steht drauf Me-Time. Mega hübsch. Also das sieht sehr, sehr schön aus und ist gemütlich, ist halt ein Stoffband. Könnte ich mir als Armband gut vorstellen, als Fußband oder als Haarband. Außerdem kann ich mir auch vorstellen, dass man das seinem Haustier vielleicht als Halsband anlegt. Für mich es würde gerade gehen wahrscheinlich, aber es ist ein bisschen eng dann dafür. Ich packe auch das in das Verlosungspaket mit rein, weil es vom Design einfach passt. Ich finde es aber wunderschön. Und also 2 Sachen sind noch übrig. Das sieht man ja schon. Deswegen würde ich das jetzt mal zurückstellen und jetzt mal hier reingucken. Oh, eine Tasse vielleicht? Ja, tatsächlich eine Tasse. Sehr schön. Schau mal, auch in Blau-Weiß. Also passend zum Januar, muss ich wirklich sagen. Und auch hier findet sich wieder diese kleine Wolke. Das ist das Design dieses Monats, die Wolke.
Ich liebe es, dass es so stimmig ist. Wirklich. Also selbst wenn mir jetzt das Wolkendesign nicht so ganz 100% gefällt, finde ich die Stimmigkeit wundervoll, weil es einfach die Detailliebe von My Little Box zeigt. Und die Tasse, finde ich, hat eine richtig schöne Größe, liegt toll in der Hand. Und es gab schon mal in der My Little Box eine, die war ein bisschen kleiner, wie so eine große Espresso-Tasse und die benutze ich voll gerne. Nein, es gab sogar schon 2 da. Genau, eine habe ich im Wohnwagen und die andere habe ich hier daheim. Und die benutze ich wirklich gerne. Deswegen wird es mit der wahrscheinlich auch so sein. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil aus der Box. Und zwar sind das Babor-Ampullen. Und Ampullen sind was ganz, ganz Wertvolles. Ich benutze sie so unfassbar gerne. Die hier sind mit Hyaluronsäure, 3 Stück. Und auf der Skala Hydrating ist es ganz oben. Also es versorgt die Haut richtig mit Feuchtigkeit. Und bei Plumping ist auch der Schieber ganz weit vorne. Das heißt, es wird richtig gut aufpolstern. 8D Hyaluronic Acid. Okay, habe ich noch nie gehört, dass es das gibt. Und ich hatte schon mehrmals Ampullen von Babor und ich bin ein Riesenfan davon. Also deswegen, das ist das absolute Highlight der Box für mich. Also das ist total geil. Ich liebe Ampullen. Und gerade im Januar, nach dem ganzen Weihnachtsfest, Silvesterfest und dem Alkohol, der vielleicht auch geflossen ist, kann man das gut gebrauchen. Sowieso im Winter braucht man mehr Feuchtigkeit und ich werde die halt wahrscheinlich innerhalb von 3 Wochen aufgebraucht haben, weil ich sie so toll finde. Die Box ist jetzt leer und ich werde euch jetzt noch erzählen und zeigen, was ich als Make-up trage. Und zwar habe ich hier eine Mascara neu für mich wieder entdeckt, habe ich in der Schublade gefunden und mir gedacht, warum habe ich die denn noch nie ausprobiert? Und die macht so ganz, ganz natürliche Wimpern. Gefällt mir richtig gut, deswegen zeige ich sie euch. Und zwar ist die von Estée Lauder, heißt Little Black Primer. Ich habe da jetzt 2 Schichten aufgetragen und das ist eine absolute Natürlichkeit. Habe ich heute Lust drauf, habe ich aber auch tatsächlich nicht immer Lust drauf. Manchmal mag ich auch ein bisschen mehr Action auf den Wimpern haben, aber für Natürlichkeit ist die echt toll. Und auf den Lippen trage ich mein absolutes Lieblingslipöl. Ist übrigens zufällig auch von Babor. Das macht so eine schöne Aprikotfarbe. Ist so eine Mischung aus Lippenstift, Labello und Lipgloss. Aber es ist absolut nicht wie ein Lipgloss, weil es klebt überhaupt nicht. Also du spürst es nicht. Es fühlt sich dann an wie so ein Labello. Riecht super gut und eben die Farbe finde ich so schön. Und als Make-up trage ich heute das Art Deco Perfect Tint Foundation in der Farbe 32 und ich musste heute auch nicht mal nachdunkeln, also meine Haut ist schon heller geworden jetzt im Winter. Sonst ist es ja durchaus oft so gewesen, dass ich den Darkner benutzt habe. Die Foundation mag ich total gerne, weil sie so krass gut deckt und ich muss sagen, ich sehe ein bisschen K.O. aus, weil wie gesagt, ich war im Dezember viel krank, also war echt nicht so cool und hängt einfach noch ein bisschen nach. Aber dann ist sowas super, weil die deckt krass gut und die Haut sieht einfach schön und ebenmäßig aus. Und die ist übrigens auch ölfrei und long-lasting. Das ist so geil, wenn man damit dann auch duschen geht zum Beispiel. Man möchte sein Make-up nicht zerstören. Das Wasser perlt da ab. Also es ist fast wie wenn es wasserfest wäre. Finde ich sehr, sehr cool. Für bestimmte Anlässe genau das Richtige. Und ich habe auch ein bisschen geshoppt im Winter und verlinke dir jetzt hier meine About You Winter Fashion Haul. Ich weiß, der Black Friday ist vorbei, aber da sind so coole Teile dabei. Also wenn du Lust auf Shopping hast und ein bisschen Weihnachtsgeld übrig hast, dann schau da gleich mal rein. Sehen wir uns gleich in diesem Video. Bis dahin. Ciao.